Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz spannendes Thema, denn es geht heute um den Return. Und zwar nicht um irgendeinen Return, sondern um den Return vor die Füße, den ich für sehr, sehr, sehr effektiv halte und deswegen ein eigenständiges Video zu diesem Schlag. Was ihr hier seht, ist ein Ausschnitt aus meiner Bundesliga-Zeit in den Herren 30 beim IFITOS München. Und genau auf diesen Ballwechsel bzw. auf den Return möchte ich jetzt nochmal eingehen. Schauen wir also nochmal in den Punkt rein. Es geht mir jetzt um den Return-Spieler, also um mich hier unten. Und ich spiele jetzt den Return genau an die Stelle, wo ich ihn gerne hinhaben möchte. Denn ich möchte in die Mitte retournieren. Und jetzt halten wir mal an. Hier sehen wir jetzt sehr schön, warum dieser Return so effektiv ist. Aufgrund meiner guten Länge und der mittigen Platzierung hinten an die Grundlinie hat der Spieler oben im Bild jetzt sehr, sehr wenig Möglichkeiten, mich offensiv zu bearbeiten, also mich in Bewegung zu setzen. Ihm bleibt jetzt eigentlich nur ein risikoreicher Schlag in die rechte oder linke Platzhälfte, das natürlich dann auch sehr lang, oder eben mittig zu mir zurückzuspielen. Würde ich den Ball jetzt mit einem Winkel spielen, dann hätte ich mehr Probleme, mehr Möglichkeiten, dann würde ich ihm mehr Angriffsfläche bieten, denn überall, wo ich einen Winkel spiele, kann ich eben halt auch einen Winkel kassieren. Wie ihr seht, spielt mein Gegner jetzt den sicheren Ball zurück und ich kann jetzt das Zepter übernehmen und den Ballwechsel wieder bestimmen. Das ist das, was wir jetzt üben wollen, und wir gehen direkt rein in die Trainingseinheit. Also, here we go. Lasst uns starten, und diese Übung funktioniert in zwei Phasen. In Phase 1 wollen wir den Aufschlag und den Return isoliert üben. Der Aufschläger bekommt jetzt die Aufgabe, Serve and Volley zu spielen und zu trainieren und zielgerichtet aufzuschlagen. Wie ihr drüben seht, habe ich zwei Zielfelder definiert. Ich habe das Aufschlagfeld in der Mitte geteilt, und hier vorne im Bild habe ich für den Return-Spieler die Zielzone für den Return definiert. Die Zielzone, die ich eben in meinem Beispiel aus der Bundesliga angesprochen habe. Also zusammengefasst, Spieler 1 hier vorne trainiert Serve and Volley, Spieler 2 den Return in die Mitte. Solltet ihr mehr wie 2 Spieler haben, teilt ihr einfach in Teams ein, und nach 2 Aufschlägen und 2 Returns wird dann gewechselt. Der Aufschläger hier vorne im Bild hat jetzt die Aufgabe, immer anzusagen, wohin er aufschlagen möchte. Also entweder nach außen oder in die Mitte. Es wird, egal ob der Aufschlag im Feld ist oder nicht, versucht, immer den Return zu spielen. Denn es ist ja jetzt hier eher eine kooperative Übung, in der es nicht um Punkte geht. Schauen wir mal in die Übung rein. Also Dominik hat nach außen Aufschlag angesagt und ich versuche zu retournieren in die Mitte. Das war jetzt hier definitiv zu kurz. Wir versuchen das jetzt von der linken Seite auch nochmal, das heißt immer von rechts und einen von links aufschlagen. Und ich als Return-Spieler achte darauf, den Split-Step zu machen, den Ball früh zu nehmen, das ist besonders wichtig. Ich versuche vor der Linie zu retournieren, denn dieser Return ist vor allen Dingen dann effektiv, wenn möglichst schnell der Return auch wieder zurückgeschlagen wird. In der Regel macht der Aufschläger ja einen Sprung ins Feld, und wenn ich dann relativ schnell den Ball auf die Füße spiele, dann ist der Return besonders effektiv. Der Aufschläger wiederum hat die Aufgabe, nach seinem Aufschlag so schnell es geht die Markierung an der T-Linie zu erreichen. Und so macht ihr das jetzt weiter, entweder auf Zeit oder auf eine bestimmte Anzahl an Aufschlägen, ehe es dann einen Wechsel gibt, den wir jetzt durchführen. Hier sage ich jetzt zum Beispiel nach außen an, und der Dominik hier spielt einen wunderbaren Return. Fast genau auf die Linie. Ich weiß nicht, ob er aus oder drin war, aber es war ein sehr, sehr guter Versuch von ihm. Und die 4. Es folgt Phase 2 der Übung, und dafür baue ich das Zielfeld jetzt um und definiere einen mittigen Korridor länger als T-Linie. Das ist gleich der Bereich, in den der Return-Spieler reinspielen muss. Das heißt, wir werden gleich Serve and Volley spielen für den Aufschläger, und der Return-Spieler hat die Aufgabe, den Return in diesen Korridor zu platzieren, sonst ist es ein Fehler.
Schauen wir also mal in den Punkt rein. Aufschlag angesagt in die Mitte von mir und der Return erreicht jetzt nicht den mittigen Korridor, also ist das ein Punkt für mich. Schauen wir uns den zweiten Versuch jetzt hier an, von links nach rechts. Ich sage wieder das Zielfeld an. Der Dominik hinten muss in die Mitte retournieren, das macht er auch. Ich voliere und er kontert mich aus. Ein wunderschöner Passierball. Ja, durch diese Regelung mit dem Doppelkorridor kommen immer auch Ballwechsel zustande. Häufig ist es ja nicht ganz so einfach, Serve and Volley zu trainieren, weil der Return-Spieler immer wieder dann schon auf den direkten Passierball geht. Und durch diese Anpassung mit dem mittleren Korridor können wir jetzt hier wunderbar einmal diesen mittigen Return trainieren und zum anderen eben Serve and Volley, was auch wirklich dann häufig gespielt wird. Hier nochmal ein schöner Punkt von mir und wenn ihr dann bis 7 oder bis 11 gespielt habt, dann tauschen die Rollen, dann ist eben der Dominik Aufschläger und ich der Returnspieler. Oder wenn ihr mehr Spieler seid, dann wechseln die Teams komplett die Seiten. Wem von euch die Phase 2 mit dem Serve and Volley jetzt zu wenig Fokus für diesen langen, mittigen Return ist, den mag ich jetzt an dieser Stelle beruhigen. Ich habe hier noch eine Variation und jetzt wechseln wir uns ab. Das bedeutet, ich schlage jetzt auf und spiele zweimal Serve and Volley, so wie ihr es eben gerade in der Übung gesehen habt. Das war der erste Punkt. Jetzt spiele ich noch einen zweiten. Wunderbarer Passierball hier vom Dominik und jetzt kommen wir zur Runde, in der ich hinten bleiben muss. Das bedeutet jetzt 2 Aufschläge, in denen ich an der Grundlinie bleiben muss und wir spielen jetzt mit einer schönen Punktevergabe. Das bedeutet, schafft es der Dominik jetzt in das hintere Zielfeld zu spielen, also den Return mittig lang zu spielen, dann kann er in der Folge den Punkt nicht mehr verlieren, egal wie der Punkt ausgeht. Er kann nur noch verhindern, dass ich den Punkt gewinne. Jetzt gucken wir mal, ob der Dominik das schafft. Ich sage wieder das Zielfeld an. Hier ein wunderbarer Return, der ist genau im Zielfeld noch gewesen und jetzt kann Dominik den Punkt nicht mehr verlieren. Das heißt, hätte er den Fehler gemacht, wäre es weiterhin beim alten Spielstand geblieben, als Belohnung, dass er den Return eben lang gespielt hat. Mit dieser Änderung, mit dieser Variation könnt ihr den Fokus dann wieder mehr auf den langen Return setzen. So habt ihr beides drin und erweitert die Kompetenzen eurer Schüler. Abschließen möchte ich das Video auch nochmal mit einer Aufnahme von der Returnspielerseite, dass ihr mal seht, wo der Returnspieler retournieren sollte. Und dann hoffe ich, dass euch dieser Übungsansatz gefallen hat und ihr ihn in eurem Training nachspielen könnt. Habt ihr Fragen, Kritik, Anregungen zu diesem Video, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich lasse euch jetzt hier mal raus mit einem wunderbaren Return genau auf die Füße vom Dominik und dann seht ihr, probiert diesen Return aus, übt ihn mit euren Spielern, er ist mega effektiv. Return mein bester Schlag, insofern weiß ich, wovon ich rede. Bis dahin, euer Martin.